Herzlich willkommen bei Knopf und Nadel. Heute testen wir mal die vermeintlich beste Einsteiger-Overlock-Nähmaschine. Bleibt unbedingt dran. Wenn man auf der Suche ist nach einer Overlock-Nähmaschine, das heißt, ihr wollt euch eure erste Maschine anschaffen, will man meistens ja nicht Unmengen an Geld ausgeben. Und im niedrigeren Preissegment gibt es da eine richtig große Auswahl. Wenn man dann aber mal bei Facebook zum Beispiel in verschiedene Nähgruppen fragt, welche denn die beste sein soll, dann kommt eigentlich meistens dabei raus, dass es wohl die Kritzner 788 ist, die man sich unbedingt mal anschauen soll. Mich interessiert dabei auch, seid ihr Team Overlock oder seid ihr Team Nähmaschine? Das heißt, nutzt ihr eine Overlock oder wollt ihr vielleicht auch gar keine Overlock nutzen? Schreibt das unbedingt mal in die Kommentare, das interessiert mich total, ob ihr an dem Thema Overlock interessiert seid. In den Kommentaren werde ich ab und zu gefragt, ob man denn wirklich eine Overlock-Nähmaschine braucht. Also meine Meinung dazu, das ist jetzt meine ganz persönliche ist, wenn ihr Kleidung nähen wollt, vor allem viel Kleidung nähen wollt, würde ich schon zu einer Overlock-Nähmaschine raten. Es geht viel schneller, es ist sofort sauber und die Nähte sehen aus wie bei gekaufter Kleidung. Und ich wollte unbedingt für euch mal eine Overlock-Nähmaschine testen, also eine, die im niedrigeren Preissegment angesetzt ist. Und deswegen habe ich mal Kritzner angeschrieben und Kritzner fand diese Idee richtig gut, dass ich für euch einmal teste. Denn wenn ihr so im Internet sucht, bekommt ihr eher Anleitungen, wie fädel ich die ein und so weiter. Aber so einen richtigen Test dazu, einen richtig ehrlichen Test, denn ihr wisst, ich bin immer ehrlich mit euch, gibt es bisher noch nicht. Und deswegen hat Kritzner mir diese Nähmaschine und auch das Garn zur Verfügung gestellt, damit ich die Chance habe, es euch zu zeigen. Meine Meinung ist dabei aber auf jeden Fall unverfälscht. Ihr könnt die Kritzner und ein riesiges Garnpaket gewinnen. Deswegen bleibt unbedingt dran. Die Gewinnspielbedingungen sage ich euch im Laufe dieses Videos. Das ist jetzt übrigens kein Video, das euch den Einstieg mit dieser Maschine erleichtern wird. Dafür gibt es schon richtig tolle Videos vom Hersteller selber. Zum Beispiel dieses hier oben. Ich teste heute lediglich, ob diese Maschine was taugt, beziehungsweise was finde ich gut, was finde ich nicht so gut. Denn die hat wirklich cooles Zubehör und das schaue ich mir heute an. Die Kritzner 788 wird in diesem großen Karton geliefert. Dabei macht er wirklich einen sehr stabilen Eindruck. Obenauf liegt das ganze Zubehör. Hier haben wir eine Box mit Zubehör, die ganzen Nähfüße und eine schöne Tasche und das Fußpedal. In dieser Tasche ist quasi eine Hülle, die man über seine Kritzner stülpen kann, damit sie nicht einstaubt. Die Overlock-Maschine selbst ist sehr handlich und sehr kompakt. Ich habe mir das Zubehör angeschaut, das ist eigentlich eher ein Standardzubehör. Hier haben wir auch nochmal eine Abdeckung für das Messer dabei. Also eigentlich alles, was man sonst bei den Overlocks auch dabei hat, wie Nähmaschinenöl, ein Imbusschlüssel und Ersatznadeln. Die Ersatznadeln finde ich dabei sehr praktisch. Bitte denkt immer daran, die korrekten Nadeln einzusetzen in die Overlock-Nähmaschine, sonst könnte es wirklich ein Unglück geben. Denkt dran, hier immer die HAX1 Nadeln zu benutzen. Die mitgelieferte Hülle ist eher so, also ist eher eine sehr dünne Hülle. Die ist wirklich nur ein Staubschutz, die werde ich wahrscheinlich gar nicht benutzen. Dann kommen wir mal zu diesen Nähfüßchen, die machen mich wirklich neugierig, denn das finde ich ist ein riesen Pluspunkt an dieser Overlock-Nähmaschine. Da sind einfach zusätzlich 4 Nähfüße dabei, 4 verschiedene Näharten. Zum Beispiel könnt ihr mit diesen Overlock-Nähfüßen Paspeln einnähen oder Gummibänder. Wichtig ist, dass ihr immer in die Anleitung schaut. Die Anleitung ist hier wirklich gut geschrieben und für jede Problemstellung und auch für diese Nähfüße habt ihr hier nochmal eine kleine Anleitung. Und hört ihr das? Und nochmal. Die Füße der Overlock-Nähmaschine sind tatsächlich Saugnäpfe. Dadurch ist der Stand von dieser Overlock richtig fest und sie wackelt dadurch auch nicht rum. Hier habt ihr alle Einstellungsmöglichkeiten, die sind eigentlich genauso wie bei allen anderen Overlocks. Hier stellt ihr zum Beispiel die Stichbreite ein. Bei meinen Schnittmustern habt ihr ja immer 0,7 cm Nahtzugabe, deswegen würde ich hier 7 als Stichbreite benutzen.
Ihr könnt hier alles Mögliche einstellen. Ihr habt einen Differentialtransport. Ihr könnt auch den Nähfußdruck oben nochmal einstellen. Also hier ist alles möglich. Und diese Freiarmfunktion, die diese Overlock-Nähmaschine hat, ist für mich ein absoluter Pluspunkt. Meine High-End Overlock-Nähmaschine hat das nicht. Also ist das hier in dem günstigen Segment tatsächlich eine richtig tolle Sache. So könnt ihr Ärmel einmal über diesen Freiarm einfädeln und ganz einfach nähen. Achtung, immer das richtige Nähgarn benutzen. Ich habe die Overlock-Nähmaschine testweise eingefädelt. Ich werde euch hier keine Anleitung geben, dafür gibt es andere richtig gute Videos. Nur eins vorweg, ich habe eine ganze Weile gebraucht. Ich konnte die Zeit stoppen, dadurch, dass ich die ganze Zeit mitgefilmt habe. Und ich habe tatsächlich 12 Minuten für das erste Einfädeln benötigt, weil ich auch nochmal in der Anleitung nachlesen musste, ob ich das jetzt korrekt gemacht habe. Also nehmt euch Zeit, beim ersten Mal könnte das eine ganze Weile dauern. Ich fand es sogar ein bisschen spielig und ein bisschen schwierig einzufädeln und musste auf jeden Fall die Pinzette benutzen. Nur mit den Fingern hätte ich es wahrscheinlich überhaupt nicht geschafft. Okay, ich bin froh, dass ich sie jetzt endlich eingefädelt habe. Nur weil ich beim ersten Mal so lange gebraucht habe, heißt es natürlich nicht, dass es bei euch auch so ist. Ich bin es einfach ein bisschen anders gewohnt und musste deswegen nochmal nachlesen, um auf Nummer sicher zu gehen. Denn wenn man was falsch macht, kann es auch sein, dass es dann einen Fehler in der Maschine gibt und das wollte ich ja nun wirklich nicht provozieren. Als nächstes würde ich mir mal anschauen, wie die Nähte aussehen, denn da gab es auch noch mal eine kleine Überraschung. Ich probiere erstmal aus und habe einfach erstmal mit den Standardeinstellungen losgelegt und dabei ist mir direkt aufgefallen, okay, das sieht noch nicht so richtig perfekt aus. Und das Tolle ist, man kann dann jetzt in die Anleitung schauen und genau gucken, was ist denn jetzt schief gegangen? Also muss ich am Obergreifer oder am Untergreifer was verändern und habe mich dann einmal genau nach der Anleitung gerichtet und es genauso eingestellt, wie es beschrieben war. Beim zweiten Probenähen hat es dann auf jeden Fall direkt geklappt. Dann sah die Naht auch wirklich perfekt aus, wenn man sie dann wirklich so einstellt, wie es in der Anleitung steht. Ich habe auch ein paar Stretchstoffe ausprobiert. Hier haben wir sogar einen richtig dicken Stoff. Und auch der ist einfach wie Butter durchgeglitten und der Stich sah einfach gut aus, ohne dass ich nochmal was einstellen musste. Und das war für mich eine der größten Überraschungen. Ich habe auch mal einen von den zusätzlichen Nähfüßen ausprobiert. Also hier habe ich mal den Kräuselfuß ausprobiert. Das sieht dann ungefähr so aus. Braucht auf jeden Fall ein bisschen Übung, den anzuwenden. Das ist wie mit dem Kräuselfuß an der Nähmaschine. Aber ihr könnt hier zwei verschiedene Stofflagen zusammennähen mit der Overlock, versäubern und habt eine gekräuselt und eine glatte Stoffseite. Perfekt also, um zum Beispiel Kleider zu nähen. Das fand ich richtig toll. Und auch Jersey habe ich einmal ausprobiert. Hier wollte ich einmal den Rollsaum testen. Als ich mit dem noch nicht zufrieden war, habe ich einfach noch mal ein paar Einstellungen geändert und dann sah der auch perfekt aus. Also das Stichbild dieser Overlock-Nähmaschine ist wirklich sehr, sehr gut. Das habe ich so tatsächlich gar nicht erwartet, ehrlich gesagt, in dem Preissegment. Und auch der Rollsaum sieht wirklich gut aus. Schaut mal, wenn ich hier den Stoff dann von der rechten Seite betrachte, sieht man auch mein sehr buntes Garn nicht durch. Und der Rollsaum sieht wirklich toll aus, muss ich wirklich sagen. Das habe ich so wirklich nicht gedacht. Denn meine High-End-Overlock-Nähmaschine kann das an der Stelle wirklich nicht besser. Vielleicht sehen eure Overlock-Nähte ein bisschen anders aus. Bitte wundert euch nicht, ich habe ja Bauschgarn eingefädelt. Das sieht immer ein bisschen anders aus und ein bisschen bauschiger eben auch. Auch beim eher rutschigen Jersey ist die Naht wirklich schön geworden. Also das Bild sieht super aus. Das ist wirklich perfekt. Und auch bei den dickeren Stoffen, das ist hier so eine Art Thread, hat es super funktioniert und auch hier sieht es wieder sehr gut aus. Ich habe hier ein paar Stoffreste auf jeden Fall benutzt, um mal den Overlock einzustellen und zu nähen. Hier sehen wir nochmal den Rollsaum und hier haben wir nochmal die Kräuselung. Und das ist wirklich toll geworden, weil man da ein ganz gleichmäßiges Bild hat. Das finde ich auch richtig schön, dass man hier auch direkt mit versäubern kann und zusammennähen. Sieht wirklich gut aus. Ich finde, die Anleitung ist richtig gut geschrieben, die ist super übersichtlich und eigentlich mit das wichtigste Zubehör dieser Overlock. Preislich brauchen wir nicht sagen, ist die wirklich top. Die Tasche ist auf jeden Fall ein Minuspunkt, die würde ich gar nicht als Tasche oder als Schutz
bezeichnen, da näht ihr euch einfach selber was. Noch ein Pluspunkt ist dieser Auffangbehälter für Stoffreste. Da braucht ihr schon mal keinen kaufen, denn der kann auch teuer sein. Und das Zubehörpaket ist der absolute Oberhammer, denn diese zusätzlichen Nähfüße kosten zum Beispiel bei meiner Overlock-Nähmaschine richtig viel Geld. Also das sind ungefähr 200 €, die ich jetzt bei meiner Overlock-Nähmaschine nochmal oben drauflegen müsste. Mein Fazit ist, für diesen Preis könnt ihr hier eigentlich nicht viel falsch machen. Wenn euch ein paar Sachen stören, die ich jetzt hier in diesem Video gesagt habe, die mich vielleicht ein bisschen gestört haben, dann müsst ihr wirklich viel mehr Geld in die Hand nehmen. Also 3-mal so viel vielleicht, damit ihr zum Beispiel eine automatisch einfädelnde Overlock habt. Das kostet wirklich sehr viel mehr Geld. Und deswegen bin ich der Meinung, als Einsteiger, wenn man noch probiert, ist das Thema Overlock überhaupt mein Thema, dann sollte man auf jeden Fall nicht so viel Geld investieren, sondern erstmal mit so einem Einsteigermodell beginnen. Ich muss auch leider sagen, dass die Kritzner 788 im Vergleich zu meiner Standard-Overlock, das ist ja eine Bernina, wirklich auch viele Vorteile hat. Zum Beispiel diese Saugnapffüße finde ich super toll und eben auch die Nähfüße. Wie schon im Video gesagt, müsste ich viel mehr Geld in die Hand nehmen, um diese Nähfüße für die Overlock zu bekommen. Und wer aufmerksam meinem Kanal folgt, der weiß, dass ich extra eine Matte angeschafft habe, damit meine Overlock nicht so stark vibriert, weil die Bernina wirklich sehr viel Power hat. Die Kritzner hat ein bisschen weniger Power, okay, aber durch diese Saugnapffüße ist die auch gleich gedämmt. Also die vibriert überhaupt nicht auf dem Tisch, die steht super still und ist dadurch auch ein bisschen leiser. Falls euer Tisch nicht perfekt steht, ist die auf jeden Fall eine gute Wahl für euch. Also Vibrationen oder sonstiges im Boden habt ihr mit dieser hier nicht, aber sie näht auch ein bisschen langsamer. Das finde ich jetzt aber nicht schlimm, sie ist nicht langsam. Das möchte ich noch mal kurz festhalten. Sie ist nur vielleicht ein bisschen langsamer als etwas höherpreisigere Modelle. Und dabei ist mir aufgefallen, dass die Nähte, egal welches Material ich hier hinzugefügt habe, wirklich am Ende gut aussahen. Natürlich schafft die nicht 8 Lagen Thread, das können auch wenige Overlock-Nähmaschinen, aber sie vernäht wirklich ein wunderschönes Bild. Ihr habt ja das Stichbild selbst gesehen. Natürlich ist das jetzt hier nur ein Kurzzeittest. Ich habe diese Overlock natürlich jetzt nicht über einen langen Zeitraum testen können. Das werde ich aber machen. Ihr werdet die jetzt vielleicht auch immer mal wieder in Videos sehen. Ganz bestimmt sogar. Und ich werde die weiter ausprobieren und vielleicht immer mal wieder noch an Grenzen stoßen oder auch positive Überraschungen haben. Ich werde euch auf jeden Fall dazu nochmal ein Update geben und in einem separaten Video sagen, wie mein Langzeittest und Langzeitfazit ausgefallen ist. Also vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch den Langzeittest irgendwann sehen könnt. Und ich freue mich schon, euch nächste Woche wiederzusehen. Macht's gut!